Ja, vielen Dank, Herr Firmetz, für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe also heute die Aufgabe, zu Ihnen über das museale Gedächtnis in den Archiven zu sprechen. Wie Sie wissen, haben Museen und Archive Gemeinsamkeiten, Unterschiede, aber auch Schnittpunkte. Archive und Museen, beide sind Kultureinrichtungen oder Gedächtnisinstitutionen, Bewahrer von Kulturgut, aber wir verwahren unterschiedliche Objekte. Die Museen verwahren Museumsgut, Gebrauchs- und Kunstgegenstände in der Regel dreidimensionaler Art. Die Archive verwahren Dokumente primär aus Verwaltung, Rechtsprechung oder Geschäftstätigkeit, organisch erwachsenes Archivgut. Museen erwerben ihr Sammlungsgut, ihr Museumsgut, indem sie einkaufen, sammeln, das Material also gezielt erwerben, das für ihre Aufgabe wichtig ist. Bei den Archiven fällt das Archivgut an durch die Registraturbildner, die den Archiven zugeordnet sind. Jedes Archiv hat einen oder mehrere sogenannte Registraturbildner und seine Bestände entstehen aus den Abgaben der Einrichtungen eben dieser Registraturbildner. Ein weiterer Unterschied, den ich nicht unterschlagen möchte, besteht noch darin, dass Archive ihre Bestände bearbeiten, erschließen, verwahren unter Berücksichtigung ihres funktionalen Kontexts und ihres Herkunftszusammenhangs, während bei den Museen, wie Sie wissen, eher das Pertinenzprinzip im Vordergrund steht. Ja, es gibt Überschneidungen in unseren Beständen, beim Sammlungsgut zum Beispiel, vor allem Sammlungsgut grafischer Natur. Auch wir haben dreidimensionale Stücke als feste Aktenbeilagen immer wieder in unseren Beständen oder auch Bestandteile von Nachlässen können also dreidimensionaler, eher musealen Charakter sein, Medaillen, Münzen, Siegelstempel oder Festabzeichen bei Vereinen. Es gibt Verzahnungen, Schnittpunkte und damit meine ich jetzt heute vor allem das Geschäftsschriftgut der Museen, das als potenzielles Archivgut für uns Archive von Interesse sein kann. Es gab hierzu 2019 eine Fachtagung in Hannover, die sich eben unter dem Titel Im Schnittpunkt der Interessen von Museen, Archiven und der Forschung mit Museumsüberlieferung befasst hat und leider ist dazu kein Tagungsband erschienen. Aber es war also eine wichtige Gelegenheit, sich einmal mit dieser Thematik, vor allem vor dem Hintergrund der Provenienzforschung, auseinanderzusetzen. Zunächst der Auftrag der Museen. Nach der ICOM-Definition besteht der Auftrag der Museen aus den 5 Museumsaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Diese 5 Aufgaben erinnern schon stark an den Auftrag der Archive, aber wie gesagt, es gibt auch Unterschiede. Der Auftrag der staatlichen Archive, für die ich hier heute spreche, und natürlich kann ich in erster Linie aus unserer Perspektive jetzt zu dieser Thematik beitragen. Die Aufgabe der staatlichen Archive Bayerns ist beschrieben im Bayerischen Archivgesetz und dort ist zu lesen, dass diese Aufgabe der staatlichen Archive darin besteht, das Archivgut, das bei Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern und seiner Vorgänger erwachsen ist, zu archivieren. Archivierung bedeutet, das Archivgut erfassen, übernehmen, auf Dauer verwahren und sichern, erhalten, erschließen, nutzbar machen und auswerten. Also, wie Sie sehen, Ähnlichkeiten zu den vorher genannten Museumsaufgaben. Unter Archivgut verstehen wir Unterlagen wie Urkunden, Akten, Karten, Bilder und sonstige Datenträger, die für die wissenschaftliche Forschung zur Sicherung der berechtigten Belange Betroffener oder Dritter oder für Zwecke der Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltung von bleibendem Wert sind.
Und natürlich meinen wir dabei auch analoge und digitale Unterlagen, wenngleich in den Museen bei den Geschäftsunterlagen zunächst nach wie vor Papierunterlagen zu erwarten sind, zumindest in der Masse. Aber wenn ich also jetzt hier im Zusammenhang mit der Museumsüberlieferung von Unterlagen spreche, meine ich analoge und digitale Unterlagen auch im Hinblick auf künftige Archivierungen. Der Auftrag jetzt auf der Seite der staatlichen Behörden und Gerichte. Alle Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern, so will es der Gesetzgeber, haben dem zuständigen staatlichen Archiv die Unterlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. Dies ist nach der Definition des Bayerischen Archivgesetzes in der Regel 30 Jahre nach Entstehung der Unterlagen anzunehmen, soweit durch Rechtsvorschriften oder Verwaltungsvorschriften der obersten Staatsbehörden nichts anderes bestimmt ist. Anzubieten sind auch Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, also einschließlich datenschutzrechtlich gesperrter Daten und auch solche Unterlagen, die einer besonderen Geheimhaltungspflicht oder einem besonderen Geheimnisschutz unterliegen. So, also die Behörden und Gerichte und Einrichtungen des Freistaats Bayern haben ihre Unterlagen, die sie für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht mehr benötigen, dem zuständigen Staatsarchiv anzubieten. Wir haben eine ganze Reihe von staatlichen Museen und Sammlungen in Bayern, die zu definieren sind als staatliche Einrichtungen, also quasi Behörden. Sie finden sie also hier aufgelistet, von der Alten Pinakothek angefangen, hier in der Liste auf dieser Folie bis zur staatlichen Münzsammlung. Also dabei sehr renommierte, bekannte Häuser mit langer Tradition, die in ihrer Geschichte also bis ins 19. Jahrhundert und noch weiter im Fall der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen bis 1799 zurückreichen. Die Liste geht aber noch weiter. Will nicht, jetzt. Auch die staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns fallen in diese Kategorie der staatlichen Einrichtungen. Bis vor wenigen Jahren hatte keine dieser Einrichtungen Unterlagen an die zuständigen Staatsarchive abgegeben. Erst in den letzten 10 Jahren wurden hier die Kontakte intensiviert, nicht zuletzt unter dem Eindruck und im Interesse der Provenienzforschung. Und es wurden Aussonderungen und Aktenanbietungen an die Archive angeregt und dann auch in die Wege geleitet und konkret auch schon getätigt. Beginnend 2014 mit der Zoologischen Staatssammlung, die damals große Teile ihrer älteren Überlieferung mit Akten, Inventaren, Katalogen und Korrespondenzen an das Hauptstaatsarchiv abgegeben hat. Für die meisten der in dieser Liste genannten Museen und Sammlungen ist das Bayerische Hauptstaatsarchiv, konkret die Abteilung 2, die durch den Herrn Fürmetz geleitet wird, zuständig. Wenn Sie da also dann auch genauere Fragen zu den bereits archivierten Beständen haben, können Sie sich gerne an ihn wenden. Seine Kolleginnen und Kollegen und auch andere kommunale Kolleginnen und Kollegen haben mir für diesen Vortrag übrigens auch Informationen und Bilder zugeliefert, wofür ich herzliches Dankeschön sage. Im Hauptstaatsarchiv wird mittlerweile Schriftgut von einer Reihe von Museen bzw. Sammlungen oder Ausstellungshäusern verwahrt, vor allem von der staatlichen Antikensammlung und Kryptothek, der Archäologischen Staatssammlung, der Zoologischen Staatssammlung, den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, dem Bayerischen Nationalmuseum und dem Haus der Bayerischen Geschichte. Darüber hinaus haben auch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen und die Generaldirektion der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen bereits Unterlagen abgegeben. Bereits erschlossen sind Abgaben der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aus der Zeit, Unterlagen aus der Zeit, also vor allem Amtsbücher aus der Zeit 1800 bis 1980. Des Weiteren Akten, Korrespondenzen, Materialsammlung der Zoologischen Staatssammlung aus der Zeit ungefähr 1825 bis 1990.
Des Weiteren auch Akten der staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek aus der Zeit 1933 bis 2000. Da werde ich Ihnen gleich Beispiele noch präsentieren können. Dann Unterlagen, vor allem Akten der Generaldirektion der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen. Erschlossen bedeutet standardgemäß, also erfasst in unserem Archivinformationssystem. In Bearbeitung in Form eines Großprojekts sind noch weitere Unterlagen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, nämlich Personalakten, weitere Amtsbücher, Sachakten, Korrespondenzakten, Glasplatten und Fotos. Und noch unverzeichnet, aber sicher schon auf der engeren Warteliste, eine Abgabe des Bayerischen Nationalmuseums, eine bisher kleine Abgabe, dann Fotomaterial der Archäologischen Staatssammlung, Akten des Juramuseums Eichstätt und Ausstellungsakten des Hauses der Bayerischen Geschichte. Als Beispiel möchte ich hier nennen die beiden Zugangsbücher, die das Bayerische Nationalmuseum 2019 dem Hauptstaatsarchiv übergeben hat. Diese Zugangsjournale dokumentieren den Erwerb von musealen Objekten im Zeitraum von 1930 bis 1950. Sie spielen also eine wichtige Rolle für die Identifizierung der ursprünglichen Eigentümer im Rahmen der Provenienzforschung. Die beiden Bände wurden im Rahmen eines museumseigenen Forschungsprojekts digitalisiert und die Originale dann anschließend an das Hauptstaatsarchiv übergeben. Hier Beispiel für Akten der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die bereits also im Hauptstaatsarchiv verwahrt werden, in gleicher Weise also auch hier. Akten sowohl handschriftlichen Inhalts als auch maschinengeschriebenen Inhalts. Und wir haben dann, Archivierung bedeutet ja auch verwahren, erhalten und sichern, entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese Unterlagen, die übernommen wurden, zu archivieren. Das heißt also nicht nur, sie inhaltlich zu erfassen, sie zu inventarisieren in unserem Archivinformationssystem, sondern sie müssen auch entsprechend archivgerecht verpackt, tektiert, sagen wir, mit Signatur versehen werden und dann im Magazin eingelagert werden. Die Verzeichnung schaut beispielsweise so aus. Das ist eine Erfassungsmaske aus unserem Archivinformationssystem. Sie sehen in der Mitte Beschreibung des Archiveiles. Es handelt sich um ein Beispiel aus dem Bestand staatliche Antikensammlungen und Glyptothek. Es ist die Nummer 18. In dem Fall geht es um eine Gruppe von Akten zu Ausstellungen. In der Mitte der Betreff, es war also die Ausstellung der Königsplatz 1812 bis 1988, die Ausstellung wurde 1988 gezeigt. Weiter rechts sind noch Informationen festgehalten, die den Betreff präzisieren, darunter die Laufzeit 1988 bis 1991 bzw. 94. Und in der linken Spalte sehen Sie unseren Beständebaum, also die Tektonik. Sie sehen auch dann den Bestand, vielleicht etwas schwierig, Entschuldigung, staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, hier klassifiziert in die Gruppen Verwaltung und Organisation, dann Öffentlichkeitsarbeit und 3 eigene Ausstellungen. Und unter dieser Rubrik, unter dieser Klassifikation eigene Ausstellungen wird also konkret dieses Archivale geführt. Hier gleicherweise, da wird also der Beständebaum weiter nach unten noch fortgeführt, unter 4 Veranstaltungen aufgeführt und unter 5 wissenschaftliche Forschungen und unter 6 folgen dann die Korrespondenzen. In traditioneller Weise können wir aber auch Findbücher erstellen durch Ausdruck. Das sind also Inventare in Form von Findbüchern, die dann auch in dieser Form vorgelegt werden, beziehungsweise den abgebenden Behörden auch zur Verfügung gestellt werden können.
So, also die Zuständigkeit der staatlichen Archive für die Überlieferung, die Geschäftsakten der staatlichen Museen. Jetzt eine weitere Rubrik. Was ist mit den Museen der Landkreise und Bezirke? Auch diese Einrichtungen können ihre Geschäftsunterlagen in den Staatsarchiven archivieren. Grundlage ist wieder das Bayerische Archivgesetz, wo es heißt, Landkreise und Bezirke, die keine eigenen Archive unterhalten, haben Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, dem zuständigen staatlichen Archiv zur Übernahme anzubieten. Das heißt, nachdem die Landkreise in Bayern flächendeckend alle in den Staatsarchiven archivieren, werden also für die Museen der Landkreise auch die Staatsarchive zuständig. Entsprechend habe ich mit dem Herrn Dr. Schreiner auch schon mal ein Gespräch über Unterlagen des Museumsteuern geführt. Die Bezirke unterhalten zum Teil eigene Archive, zum Teil archivieren sie in den Staatsarchiven. Also der Bezirk Oberpfalz archiviert zum Beispiel im Staatsarchiv Amberg. Insofern wäre es naheliegend, die Geschäftsakten des Freilandmuseums Oberpfalz auch im Staatsarchiv Amberg zu archivieren. Wie schaut es aus bei den Museen und Sammlungen der Kommunen? Hierfür sind die Kommunalarchive zuständig. Das Bayerische Archivgesetz sagt nämlich, die Gemeinden regeln die Archivierung der bei ihnen erwachsenen Unterlagen in eigener Zuständigkeit. Das Bayerische Archivgesetz bietet hierzu die rechtliche Grundlage und jeweils dann für die Benutzung vor allem die kommunale Archivsatzung. Als Beispiel möchte ich nennen das Stadtarchiv München, das einen umfangreichen Bestand an Verwaltungsakten des Münchner Stadtmuseums verwahrt, und zwar von der Gründung bis zu Zugängen und Erwerbungen nach 1945. Die Kollegen haben mir berichtet, es gibt auch Kontakte zum Lehnbachhaus und zum Jüdischen Museum wegen möglicher bzw. zukünftiger Abgaben. Und wenn man auf der Internetseite des Stadtarchivs München recherchiert, und online nach den Beständen recherchiert, findet man also auch die Akten, die ich gerade erwähnt habe, die Akten, die vom Stadtmuseum übernommen wurden, aufgeführt. Ein weiteres Beispiel, Stadtarchiv Straubing. Es verwahrt die Unterlagen des Gäuboden-Museums aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie aus der Zeit von 1900 bis ca. 1960er Jahre. Unter anderem sind es Unterlagen zu Leihgaben, zu den Sammlungen, zu Personalangelegenheiten wie Aufstellung eines Museumswarts, wobei die eigentlichen Personalakten natürlich im Bestand Personalamt zu finden sind. Dann Unterlagen zu Versicherungsfragen, Eintrittsgebühren, Restaurierungsangelegenheiten, Zuschüssen, Statistik, Neuaufstellung von Objekten, Gestaltung der Schauräume und so weiter. Ich erwähne das deswegen, um Ihnen einfach zu veranschaulichen, welche Unterlagentypen hierbei von Interesse sein können. Das Stadtarchiv Regensburg hat momentan einen größeren Aussonderungsprozess im Laufen. Und zwar wurde bereits eine erste Charge von Unterlagen der Museen der Stadt Regensburg übernommen. Auslöser war hier die Absicht, ein Projekt durchzuführen zur Erforschung und Bearbeitung der Geschichte der Kulturpolitik der Stadt in der NS-Zeit. Aber auch natürlich im Zusammenhang mit Provenienzforschung. Eine erste Abgabe wurde dann auch bereits im System erfasst, um hier also möglichst schnell auch die Unterlagen, soweit keine Schutzfristen entgegenstehen, zugänglich machen zu können. Auch diese Abgabe enthält unter anderem Korrespondenzen, Akten zu Personal- und Gebäudesachen, Leihverkehr, verschiedene Veranstaltungen und eine Zeitungsausschnittssammlung. Und jetzt werden Sie sagen, naja, es gibt ja auch Institutionen, die haben wirklich so bezeichnete Museumsarchive. Bei den Behörden, also den Museen mit Behördencharakter, wäre das nicht denkbar, weil hierfür die staatlichen Archive zuständig sind. Aber es gibt zum Beispiel
das Historische Archiv des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, aber dabei handelt es sich ja nicht um eine Behörde, sondern um eine Stiftung des öffentlichen Rechts. Und das Archiv des Deutschen Museums in München ist das Archiv einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Und auch hier haben wir eine Grundlage im Bayerischen Archivgesetz, Archivierung der Unterlagen der staatlichen Hochschulen und die der Aufsicht des Staates unterstehen sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, erfolgt in eigener Zuständigkeit oder, wenn sie selber nicht archivieren, kann auch hier wieder an das zuständige staatliche Archiv angeboten werden. Ja, ich komme zum Schluss. Ich habe jetzt viel argumentiert mit den rechtlichen Grundlagen, aber ich möchte am Schluss auch jetzt ein Plädoyer aussprechen, diese rechtlichen Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen. Die Unterlagen, die Geschäftsakten, Verwaltungsakten, wie Sie sie auch bezeichnen wollen, der Museen und Sammlungen haben einen großen Quellenwert für die Provenienzforschung, also für die Erforschung der Herkunft musealer Objekte und der Umstände ihrer Erwerbung, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber sie haben diesen Quellenwert nicht nur für die Provenienzforschung, sondern auch für die Geschichte der betreffenden Institution selber, also für das Museum oder die Sammlung im Zusammenhang oder in Bezug auf die Entstehung der Institution, ihre Bestände, eventuelle Bergungen, Kriegsverluste, in Bezug auf die Gebäude, in Bezug auf Personen, die dort tätig waren, die tägliche Arbeit, die Gestaltung der Ausstellungen, der Schwerpunkte, die sich ja auch im Laufe der Epochen, der Zeiten verändern. Und sie haben eine Bedeutung für die übergreifende kulturhistorische und museologische Forschung. Deswegen sind wir interessiert von Seiten der Archive, und da spreche ich jetzt einfach auch für die Kommunalarchivarinnen und Archivare, solche Unterlagen zu übernehmen, um unsere Archivbestände zu komplettieren, um hier Forschungen in allen einschlägigen Archivbeständen an einem Ort zu ermöglichen, an einem Ort, an dem regelmäßige Benutzungsmöglichkeiten gegeben sind, wo auch eine entsprechende Infrastruktur, zum Beispiel Lesesaal, gegeben ist. Wir können von Seiten der Archivarskolleginnen und Kollegen eine beständeübergreifende Beratung bieten. Es befinden sich ja in den Häusern und zumal auch im Hauptstaatsarchiv und in den Staatsarchiven eine größere Menge an Unterlagen, die gerade auch zusätzlich für die Provenienzforschung von Interesse sind, die von den Behörden der Finanzverwaltung, Entschädigungsämtern, von der Vermögenskontrolle, von der Wiedergutmachung. Und auch die Überlieferung des Wissenschaftsministeriums oder Kultusministeriums, das Informationen zu den Museen und Sammlungen bietet. Aber bei ihren Unterlagen haben wir natürlich die ursprüngliche, die originäre eigene Überlieferung dieser betreffenden Einrichtungen. Wir können die Akten aufgrund unserer archivfachlichen Kenntnisse fachkundig erschließen in unserer Archivdatenbank und damit auch die entsprechenden Recherchemöglichkeiten bieten. Wir bieten materielle und konservatorische Sicherung und es ist damit auch gewährleistet eine Transparenz und allgemeine Zugänglichkeit dieser Unterlagen, und zwar, weil sie nicht nur für die museumseigene Forschung, die natürlich vorrangig auch ist und auch weiterhin stattfinden soll, aber sie sind ja darüber hinaus auch dann zugänglich für die übrigen Forschungsvorhaben. Wir sind geübt, die Datenschutz- und archivgesetzlichen Auflagen bei der Benutzung zu beachten. Also die Kollegen sind auch verpflichtet, jüngere Unterlagen entsprechend vor der Einsichtnahme, vor der Vorlage im Lesesaal entsprechend zu prüfen. Die abgebenden Stellen können bei Bedarf die Unterlagen auch wieder rückausleihen. Also die sind, wenn sie einmal im Archiv sind, natürlich für sie nicht tabu, sondern sie können auf die Unterlagen wieder zurückgreifen. Es funktioniert also auch bei den anderen Behörden.
Die Aussonderung und Anbindung an das Archiv kann natürlich nicht in einem Schwung stattfinden, sondern in sukzessiven Abgaben, und sie sollte auch fortlaufend stattfinden, weil wir ja die Überlieferungsbildung auch für die Gegenwart und die Zukunft gewährleisten müssen. Und es sind im Einzelfall natürlich auch Absprachen möglich. Also es muss nicht pauschal sofort alles abgegeben werden, was nicht mehr für den laufenden Geschäftsgang benötigt wird, sondern es können Stichjahre vereinbart werden, Grenzjahre. Und wenn konkrete laufende Projekte in Arbeit sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Jubiläum, kann man die Abgabe bestimmter Unterlagen in gegenseitiger Absprache natürlich auch noch zurückstellen. Ansonsten appelliere ich an Sie, hier Kontakte herzustellen und Gespräche zu führen. Die Beispiele sprechen dafür, dass es also möglich ist und dass das auch in den Archiven dann entsprechend als relevante, als wichtige Quellen behandelt wird. Und ja, wir wollen es ja vor allem der Forschung zugänglich machen, und das ist für uns also die Hauptantriebskraft. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.